Ich beschreibe euch jetzt ein Paar und ihr sagt mir, ob euch das bekannt vorkommt. Beide sind berufstätig. Sie arbeitet IM Marketing und verdient netto etwa 2.600 Euro im Monat. Er ist Softwareentwickler und bringt 3.000 Euro nach Hause. Macht zusammen 5.600 Euro netto für den Haushalt. Und das liegt deutlich über dem, was die meisten Leute als Mittelschicht bezeichnen würden. Mit diesem Einkommen müssten sie eigentlich locker Rücklagen bilden, stressfrei in Urlaub fahren und vor allem durchatmen können. Aber das Gegenteil ist der Fall. Sie stehen unter Dauerstress, leben von Gehalt zu Gehalt oder sind immer nur eine unerwartete Rechnung vom finanziellen Engpass entfernt. Vielleicht haben sie gerade mal die Ausgaben für einen Monat zurückgelegt und selbst das ist großzügig geschätzt. Denn sobald etwas Unvorhergesehenes passiert, eine Autoreparatur ansteht, das Bad undicht wird oder das Handy kaputt geht, tut es richtig weh und sie müssen an ihre Ersparnisse ran. Beide arbeiten Vollzeit, sind am Ende ihrer Kräfte und sehen sich unter der Woche kaum, vielleicht ein paar Stunden abends. Und das Verrückte an der ganzen Geschichte ist, dass sie alles richtig gemacht haben. Sie haben studiert, Karrieren aufgebaut, geheiratet, ihre Finanzen zusammengelegt und ein Haus in einem Viertel mit guten Schulen gekauft. Also genau das getan, was man ihnen gesagt hat. Und trotzdem haben sie das Gefühl zu ertrinken. Warum fühlt sich ein Haushalt mit 2 guten Einkommen so finanziell zerbrechlich an? Falls ihr euch schon mal gedacht habt, wir verdienen eigentlich zu gut, um so zu kämpfen, dann wird euch diese Geschichte einiges klar machen. Denn wenn ihr mit eurem Partner zusammenarbeitet, beide am Limit seid und es trotzdem nie reicht, dann steckt ihr in einer Falle. Und genau hier beginnt das Problem. Man hat uns verkauft, dass 2 Einkommen besser sind als 1. Mathematisch klingt das logisch, oder? Wenn eine Person mit 3.000 Euro eine Familie ernähren kann, dann sollten 2 Personen mit je 3.000 Euro dieselbe Familie ernähren und noch 3.000 Euro zum Sparen, investieren und Vermögensaufbau übrig haben, aber genau das ist nicht passiert. Was wirklich passiert ist, ist einer der größten finanziellen Taschenspielertricks der modernen Geschichte und fast niemand redet darüber. Gehen wir kurz zurück. In den 70ern war ein Haushalt so aufgebaut, dass er mit einem Gehalt funktionierte. Das zweite Einkommen, falls es existierte, diente als Sicherheitsnetz, eine Versicherung für Notfälle, ein Puffer und die Ausgaben lagen bewusst unter der maximalen Kapazität des Haushalts. Dieses eine Einkommen reichte aus, nicht knapp, sondern wirklich aus. Aber heute ist es umgekehrt. Die Ausgaben sind von Anfang an auf 2 dauerhafte Einkommen kalibriert. Das zweite Gehalt ist keine Sicherheit mehr, sondern Pflicht. Und um diesen Wendepunkt zu verstehen, muss man den Kontext der damaligen Zeit kennen, denn früher konnte, wenn der Hauptverdiener krank wurde oder seinen Job verlor, der Partner zu Hause auf den Arbeitsmarkt gehen. Dieses potenzielle zweite Einkommen war eine willkommene finanzielle Atempause. Aber jetzt ist es in traditionellen wie in Patchwork-Familien zur Norm geworden, dass beide Elternteile arbeiten. Und wenn etwas zur Norm wird, richtet sich der Markt und das Leben danach aus. Das Ergebnis ist, dass wir den Notfallplan als Standard aktiviert haben. Plan B wurde schon verbraucht, bevor überhaupt ein Problem da war, und an dem Tag, an dem eines der beiden Gehälter wegfällt, verliert der Haushalt nicht nur Komfort, sondern kann sein gesamtes Gleichgewicht verlieren. Das ist die Falle der 2 Gehälter. Es geht nicht um fehlendes Einkommen, sondern um fehlenden Spielraum. Und genau hier wird die Diskrepanz offensichtlich, denn das Medianeinkommen ist über Jahrzehnte gestiegen. Wir verdienen heute mehr als unsere Eltern oder Großeltern. Im gleichen Alter. Auf dem Papier müssten wir also besser dastehen. Aber schauen wir uns die Kosten an. Zuerst die Wohnsituation. Vor 40 oder 50 Jahren stellte der Kauf einer Immobilie einen viel vernünftigeren Anteil am Budget dar. Aber heute sind die Immobilienpreise in vielen Gegenden deutlich schneller gestiegen als die Gehälter und zwingen Haushalte dazu, sich länger und schwerer zu verschulden, nur um ein Dach über dem Kopf zu haben. Und das ist nicht der einzige Posten. Transport ist zu einer riesigen Belastung geworden. Sprit, Wartung, Versicherung und manchmal 2 Autos, die unerlässlich sind, um zur Arbeit zu kommen, wo früher oft ein Auto reichte, sind jetzt in vielen Haushalten 2 die Norm. Und über die Stromrechnung möchte ich gar nicht erst reden, um meine mentale Gesundheit zu schützen. Also die Familie mit 2 Einkommen hat nicht mehr finanzielle Sicherheit als eine Familie mit einem Einkommen 1.970. Sie hat weniger. Warum? Weil heute die fixen Kosten der Mittelschicht explodiert sind und beide Gehälter auffressen. Das gesamte zusätzliche Einkommen aus dem zweiten Gehalt wurde absorbiert. Jeder einzelne Euro. Vielleicht denkt ihr jetzt, das trifft auf uns nicht zu, wir gehen gut mit unserem Geld um. Aber schauen wir uns einfach mal an, was es kostet, dass beide arbeiten. Zuerst die Kinderbetreuung. In Frankreich gibt es staatliche Unterstützung, ja. Aber sie ist auch knapp, weil in vielen Städten nicht genug Krippenplätze vorhanden sind. Individuelle Betreuung ist oft teurer als kollektive. Und das System ist kompliziert, weil es vom Einkommen, der Betreuungsform und den Zuschüssen abhängt. Die OECD verfolgt den Indikator für Nettokosten der Kinderbetreuung nach Förderung und zeigt, dass dieser Posten für viele Haushalte eine echte Hürde bleibt. Konkret kann je nach Stadt, Betreuungsform und Einkommen der Eigenanteil schnell zu einer Art Miniaturmiete werden. Dann kommen Transport- und Pendelkosten. Die Agentur für ökologischen Wandel liefert eine sehr aussagekräftige Größenordnung. Für
Für einen Arbeitsweg von 10 Kilometern liegen die durchschnittlichen Jahreskosten mit dem Auto bei etwa 1000 Euro. Und das ist nur für 10 Kilometer. Viele Leute fahren mehr. Fügt Parkgebühren, Verschleiß, Versicherung und so weiter hinzu und ihr habt einen stillen Posten, der sich jeden Monat aufsummiert, dann kommt die Erschöpfung, wenn Zeit zur Ausgabe wird. 2 Erwachsene, die voll arbeiten, besonders mit Kindern, erzeugen eine weitere Rechnung. Die Rechnung der Müdigkeit. Weniger Zeit bedeutet mehr bezahlte Lösungen, Fertiggerichte, Lieferungen, kleine Dienstleistungen und manchmal bricht man zusammen, weil man einfach fertig ist und gönnt sich ein überteuert Wochenende. Das ist keine Frage moralischer Schwäche, sondern eine logische Konsequenz. Schließlich gibt es eine sehr hinterhältige Ausgabe: Wohnsituation und Schulbezirk. Wir wollen, dass die Kinder in gute Schulen und Viertel kommen, wenn Paare 2 Einkommen haben. Können sie mehr für Wohnraum ausgeben, also steigen die Preise besonders in begehrten Gegenden und nach wird aus einer Wahl ein Eintrittspreis. Ihr zahlt keine Schulgebühren wie bei einer Privatschule, aber ihr bezahlt den Zugang zu einer guten Gegend über eure Hypothek oder Miete. Und sobald ihr einen hohen Kredit oder eine hohe Miete in einer strategischen Lage unterschrieben habt, habt ihr einen Lebensstil festgelegt, der 2 Einkommen erfordert. Ihr schnappt die Falle zu. Ihr wollt einen konkreten Indikator. Laut einer Studie des INC geben 28,5% der Menschen an, nicht in der Lage zu sein, eine unerwartete Ausgabe von 1000 Euro zu stemmen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ein Drittel des Landes nur einen großen Notfall von ernsthaften Schwierigkeiten entfernt ist und Achtung, das betrifft nicht nur Arbeitslose, das trifft auch sogenannte normale, aktive Haushalte, die alle Kästchen ankreuzen. Wenn ihr euch also in der Geschichte des Paares vom Anfang wiederfindet, seid ihr nicht unfähig. Ihr steckt in einer Mechanik. Früher gab es in vielen Haushalten einen Joker. Wenn das Haupteinkommen wegfiel, konnte der andere Partner eine Tätigkeit aufnehmen oder seine Stunden erhöhen. Heute ist in den meisten Haushalten der Joker bereits eingesetzt. Beide arbeiten schon, beide Einkommen werden bereits von fixen Kosten aufgefressen. Wohnung, Transport, Betreuung, Kredit, Rechnungen. Das Ergebnis ist, wenn einer von beiden ausfällt, Burnout, Kündigung, komplizierte Schwangerschaft, kranke Eltern, ist das nicht nur ein Komfortverlust, das ist manchmal ein Szenario aus Überziehung, Schulden, Zwangsumzug, Notverkauf und chronischem Stress. Die Falle der 2 Gehälter ist nicht, dass 2 Jobs hart sind, sondern 2 Jobs und 0 Spielraum. Und jetzt die entscheidende Frage. Okay, was machen wir? Ich werde euch nicht sagen, kündigt euren Job oder zieht um. Das ist nicht realistisch. Aber es gibt eine Strategieänderung, die eure Laufbahn transformieren kann. Baut eure Basis der fixen Kosten so auf, als müsstet ihr mit einem Gehalt überleben, auch wenn ihr beide arbeitet. Das bedeutet eine Wohnung, eine Stufe unter dem, was die Bank euch erlaubt, günstigere Autos, niedrigere fixe Kosten und das zweite Gehalt als Werkzeug nutzen. Notfallersparnisse, Investitionen, Schuldenabbau. Warum? Weil jeder Euro, den ihr zurücklegt, keine Rendite kauft, sondern Optionen und damit Freiheit. Genug, um eine harte Phase zu überstehen, genug, um einen Gang runterzuschalten, genug, um zu wählen. Zusammengefasst ist die Falle der 2 Gehälter nicht, dass Menschen zu viel ausgeben oder weniger verdienen als früher. Paare heute sind fragiler, weil ihre Ausgaben darauf kalibriert wurden, niemals ein einziges Gehalt verlieren zu können. Die moderne Welt hat die fixen Kosten aufgebläht, bis 2 Einkommen nötig sind, nur um am Spiel teilzunehmen. In Frankreich könnt ihr ein ordentliches Gehalt haben, 2 stabile Jobs und trotzdem fragil sein, weil Sicherheit nicht die Zahl auf dem Steuerbescheid ist, nicht mal das Nettoeinkommen. Sicherheit ist der Spielraum, die Fähigkeit, einen Schlag einzustecken, ohne dass alles zusammenbricht. Ich habe euch eine Excel-Datei vorbereitet, um eure Ausgaben zu zweit zu verfolgen und aufzuhören, passiv zu bleiben. Sie ist als klickbarer Link in der Beschreibung. Jetzt seid ihr dran. Versucht die fixen Kosten zu senken, baut Plan B wieder auf und behaltet euer zweites Gehalt als Hebel, wenn euch das angesprochen hat. Liked, teilt und sagt mir in den Kommentaren, ob ihr auch heute in dieser Falle lebt. Bis zum nächsten Mal für eine neue Geldlektion.